Yennelie Andreina Duarte Hilario wurde 2005 in San Francisco de Macorís in der Dominikanischen Republik geboren. Ihre Eltern Jenny Hilario und Wilson Duarte waren noch sehr jung, als sie zur Welt kam. Wilson, der damals auf der Straße lebte, beschloss, die Verantwortung für die Erziehung seiner Tochter zu übernehmen. Obwohl Yennelies Eltern nicht zusammenlebten und keine ernsthafte Beziehung führten, unterstützten sie sich gegenseitig und taten alles für ihre Tochter. Als Yennelie etwa 4 Jahre alt war, fand ihre Mutter Arbeit in einer anderen Stadt und das Mädchen blieb bei ihrem Vater und ihrer Großmutter. Später, als Yennelie 10 oder 11 Jahre alt war, stellte ihr Vater sie vor die Wahl, bei ihrer Großmutter zu bleiben oder zu ihrer Mutter nach Cotuí zu ziehen. Das Mädchen entschied sich, bei ihrer Mutter zu leben. Ihre Mutter hatte bereits eine neue Familie und 3 Söhne. Doch Yennelie fühlte sich trotzdem nicht wirklich glücklich. Schuld daran war die strenge religiöse Lebensweise der Familie, die ihr Leben erschwerte, als Yennelie als Teenager zu begreifen begann, dass sie sich zu Menschen ihres eigenen Geschlechts hingezogen fühlte. Eines Tages kam ihr Geheimnis ihrer Mutter zu Ohren, als Yennelie vergaß, sich aus ihrem sozialen Netzwerk auf dem Handy abzumelden, das ihr eine Cousine geliehen hatte. Als ihre Mutter davon erfuhr, war sie entsetzt und versprach zu beten, damit ihre Tochter sich ändern möge. Ihr Vater erfuhr erst später von der sexuellen Orientierung seiner Tochter, als sie etwa 16 Jahre alt war. In der Familie versuchte man lange Zeit, diese Tatsache zu verbergen, als wäre es eine große Schande. Vater und Mutter versuchten Yennelie davon zu überzeugen, dass sie ihre Ansichten ändern müsse, aber sie blieb sich selbst treu. In der Schule wurde Yennelie von Gleichaltrigen verspottet und gemobbt und zu Hause stieß sie nur auf Unverständnis. Dies führte dazu, dass sie mehrmals versuchte, sich das Leben zu nehmen. In einem dieser Fälle sprang sie sogar aus dem 4. Stock, überlebte jedoch. Danach wurde sie zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo ihr eine Therapie und Medikamente verschrieben wurden. Trotz der Schwierigkeiten gelang es Yennelie, sich aus ihrer Depression zu befreien, und es schien, als würde sich ihr Leben wieder einpendeln. Mit 16 lernte sie Ami Geraldo Peña kennen, die 3 Jahre älter war. Ihre Beziehung wurde geheim gehalten, da keine der beiden offen zu ihrer sexuellen Orientierung stehen konnte. Auch Amis Familie war gegen eine solche Beziehung, da sie glaubte, dass dies ihrem Ruf schaden würde. Unter dem Druck ihrer Familie versuchte Yennelie sich zu ändern. Sie begann sogar, sich mit einem Jungen zu treffen, der in den USA lebte, aber sie hielt weiterhin an ihrer Beziehung zu Ami fest. Schließlich traf sie die Entscheidung, die Beziehung zu Ami zu beenden, in der Hoffnung, dass dies ihr helfen würde, den Erwartungen ihrer Familie gerecht zu werden. Sie überwand ihre Depressionen und schien mit ihrer neuen Liebe ihr Glück gefunden zu haben. Sie genoss das Leben, ging an den Strand, ließ sich die Nägel machen und die Haare stylen und verbrachte gerne Zeit mit ihrer Hündin Lily. Doch in der Osterwoche im Frühjahr 2024 fuhr Yennelie nach Cotuí, um sich mit ihrer Mutter zu treffen. Am 26. März teilte sie ihrer Tante mit, dass sie sich mit einer Freundin treffen wolle. Am Abend wurde sie mit dem Auto abgeholt und seitdem hat niemand mehr etwas von ihr gehört. Ihr Handy war ausgeschaltet und ihr Freund, der versucht hatte, sie zu erreichen, teilte der Familie mit, dass Yennelie nicht erreichbar sei. Die Mutter begann, Verwandte anzurufen, aber niemand wusste, wo ihre Tochter war. Am nächsten Morgen wurde in den Nachrichten berichtet, dass unweit von Cotuí die Leiche einer jungen Frau mit Stichwunden in einem Gebüsch am Rande der Stadt gefunden worden war. In den ersten Meldungen wurden nur die äußeren Merkmale des Opfers genannt, doch einige Stunden später wurden Fotos der Leiche veröffentlicht. Da erkannte Yennelies Tante die Tätowierung und war sich sicher, dass es sich um ihre Nichte handelte. Deshalb sagte sie ihrer Schwester, sie solle zur Leichenhalle gehen, um die Identifizierung zu bestätigen. Dank der Arbeit der Behörden stellte sich heraus, dass die junge Frau mindestens 15 tiefe Schnitte am ganzen Körper erlitten hatte. Die Leiche war mit Benzin übergossen worden, was darauf hindeutet, dass man möglicherweise vorhatte, sie zu verbrennen, um Beweise zu beseitigen oder die Identifizierung zu erschweren. Denn es hieß, dass an dem Ort, an dem sie gefunden wurde, weder eine Geldbörse noch Ausweispapiere oder ein Mobiltelefon gefunden worden seien. Nach der Identifizierung durch Jenny, die bestätigte, dass es sich bei der Leiche um ihre Tochter handelte, wurde eine Obduktion durchgeführt und der Familie ein vorläufiger Bericht vorgelegt.
Die Untersuchung ergab, dass Jennely zahlreiche Abwehrverletzungen aufwies. Die Tatwaffe wurde als Messer identifiziert. Jennelys Familie war völlig am Boden zerstört und schockiert von der Nachricht, da sie nicht verstehen konnte, wer eine solche Gräueltat an einer jungen Frau begangen haben könnte, die studierte und mit niemandem Probleme hatte. Während die Angehörigen die Beerdigung abhielten, um sich von Jennely zu verabschieden, erschien die junge Frau am Donnerstag, dem 28. März, auf der Polizeiwache, um sich zu stellen. Nachdem sie gestanden hatte, dass sie es war, die den Menschen getötet hatte, der bis zu diesem Zeitpunkt als ihr engster Vertrauter gegolten hatte, stellte sich bald heraus, dass es sich um die 21-jährige Amy Geraldo Peña handelte, Jennelys ehemalige Freundin. Sie kam in Begleitung ihres Onkels zur Polizeiwache, der sie davon überzeugt hatte, sich den Behörden zu stellen und ein Geständnis abzulegen. Im Laufe der Ermittlungen erhielt die Polizei Videoaufnahmen von Überwachungskameras, auf denen zu sehen ist, wie Amy in einem Geschäft Reinigungsalkohol kauft. Amy erklärte, dass sie, nachdem sie Jennely abgeholt hatte, mit ihr zu dem Ort gefahren sei, an dem später ihre Leiche gefunden wurde, und ihr während der Fahrt einen mit Spiritus getränkten Lappen ins Gesicht gedrückt habe. Als die junge Frau das Bewusstsein verlor, hielt sie das Auto an und versetzte ihr den ersten Messerstich. Vor Schmerz wachte Jennely auf und versuchte sich zu wehren, war jedoch dazu nicht in der Lage. Amy griff weiter an, bis sie Jennely das Leben nahm. Später übergoss sie die Leiche mit Benzin, um sie zu verbrennen, entschied sich aber aus irgendeinem Grund im letzten Moment dagegen. Sie bestand darauf, dass niemand anderes an der Tat beteiligt war und dass sich alles an derselben Stelle ereignet habe, an der die Leiche gefunden wurde. Als man versuchte, sie zu verhören, weigerte sie sich, weiter über das Motiv für den tödlichen Angriff auszusagen. Die 21-jährige Frau blieb so hartnäckig, dass sie sich sogar beleidigt zeigte und erklärte, sie habe sich nach dem Angriff in einer Klinik medizinisch behandeln lassen. Sie hatte Wunden am rechten Arm, Verletzungen an der Schulter und an einigen Fingern der linken Hand sowie mehrere Kratzer. Nach Angaben der Ermittler, die an diesem Fall arbeiten, gibt es jedoch einige Probleme mit diesem Geständnis. Nach Ansicht der Experten besteht das erste Problem darin, dass, wenn der tödliche Angriff an dem Ort stattgefunden hätte, an dem Jennelys Leiche gefunden wurde, aufgrund der Anzahl der erlittenen Verletzungen mehr Blut hätte gefunden werden müssen. Am Fundort wurde jedoch nur sehr wenig Blut entdeckt, was darauf hindeutet, dass dies nicht der eigentliche Tatort war, sondern lediglich der Ort, an dem die Leiche abgelegt wurde, damit sie gefunden würde. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Jennelys Kleidung keine Löcher aufwies, was darauf hindeutet, dass sie zum Zeitpunkt der Tat unbekleidet war und die Kleidung ihr erst post mortem angezogen wurde. Der Fall Jennely erhielt in den Medien der Dominikanischen Republik große Aufmerksamkeit. Der dominikanische Journalist Ramon Tolentino veröffentlichte eine Reihe von Videoaufnahmen, die Bilder, Tonaufnahmen und Gespräche zwischen Jennely und Amy zeigen, einige davon mit Freunden und sogar mit Amys Familie. All dies gab Anlass zu der bislang überzeugendsten Version für viele Internetnutzer, da die beiden jungen Frauen offenbar eine Beziehung hatten. Es ist nicht bekannt, warum Amy ihr wehtun wollte. Es wird vermutet, dass sie dies möglicherweise tat, weil Jennely plante, sich endgültig von ihr zu lösen und sie für immer hinter sich zu lassen. Doch kurz vor den verhängnisvollen Ereignissen versuchte Jennely offenbar, Amy zu schaden, indem sie ihre sexuelle Orientierung vor ihrer Familie offenlegte. Eine der Nachrichten, die an die Öffentlichkeit gelangten, schickte Jennely an Amys Mutter, in der sie fragte, ob sie wisse, dass ihre Tochter sich zu Frauen hingezogen fühle. Die Familie Duarte ist der Ansicht, dass Amy nicht allein gehandelt hat. Sie vermuten, dass, nachdem die inzwischen verstorbene junge Frau die sexuelle Orientierung ihrer ehemaligen Freundin offengelegt hatte, Amy und ihre ältere Schwester das Verbrechen geplant und ausgeführt haben, das Jennely das Leben kostete. Deshalb haben sie Amy wiederholt gebeten, die Wahrheit zu sagen und ihre möglichen Komplizen zu benennen, da Jennely nicht an dem Ort gestorben ist, an dem sie gefunden wurde, und daher jemand ihre Leiche dorthin gebracht haben muss. Was Amy ihrer Meinung nach aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht alleine hätte tun können. Die Polizei geht zudem davon aus, dass Amy sich die Wunde am Arm selbst zugefügt hat, um zu behaupten, sie habe Jennely in Selbstverteidigung getötet. Eine weitere wichtige Information in den Ermittlungen, auf die die Familie hingewiesen hat, ist, dass Jennelys Handy nie gefunden wurde.
Die Telefonauszüge, die die Familie jedoch auf eigene Faust beschafft hatte, zeigten, dass kurz nach 21 Uhr am Tag des Verschwindens der jungen Frau jemand von ihrem Handy aus eine unbekannte Nummer angerufen hatte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Ami im Krankenhaus und offensichtlich konnte Jennely den Anruf nicht getätigt haben, da sie bereits verstorben war. Dies ließ die Familie vermuten, dass noch jemand anderes in die Sache verwickelt sei. Es ist jedoch Aufgabe der Polizei und der Justiz zu klären, ob diese Vermutungen realistisch sind oder ob es sich um unbegründete Verdächtigungen handelt. Am 30. März 2024 verhängte das Gericht gegen Ami Geraldo Peña 3 Monate Untersuchungshaft, die sie in der Besserungs- und Rehabilitationsanstalt Rafe Mujeres verbüßen sollte. Nach der vom Gericht verhängten Maßnahme führten das Staatsministerium und die nationale Polizei am 1. April 2024 eine Razzia im Haus von Amis Eltern durch, um den genauen Ort zu ermitteln, an dem die Straftat begangen wurde. Der Fall von Jennely Andreina Duarte Hilario erschütterte die gesamte Dominikanische Republik, insbesondere aufgrund der Heimlichkeit der Tat und der Art und Weise, wie sie begangen wurde. Jennelys Eltern lösten in ihren Interviews viele Kontroversen aus, vor allem wegen ihrer Haltung zur sexuellen Orientierung ihrer Tochter, die eng mit ihren religiösen Überzeugungen zusammenhängt. Doch ihre gesamte Familie hat sich mit einem gemeinsamen Ziel zusammengeschlossen: Gerechtigkeit für Jennely zu erlangen. Ihr Vater, Wilson Duarte, hat wiederholt erklärt, dass er unermüdlich dafür kämpfen werde, dass der Fall seiner Tochter nicht in Vergessenheit gerät und nicht ungestraft bleibt, da er sich erst vor relativ kurzer Zeit ereignet hat und der Fall weiterhin intensiv diskutiert wird. Es gibt sogar Menschen, die Jennelys Beiträge in ihren sozialen Netzwerken analysieren, um zu verstehen, was geschehen sein könnte. Das Leben von Jennely Duarte und Ami Geraldo Peña spiegelt einen schmerzhaften emotionalen Kampf wider, in dem der Konflikt zwischen Liebe, Identität und sozialem Druck zu einem tragischen Ende führte. Beide jungen Frauen teilten eine Beziehung, die trotz einer tiefen Verbundenheit zum Scheitern verurteilt war, aus Angst, nicht akzeptiert zu werden. Der tödliche Angriff auf Jennely, begangen von ihrer Ex-Freundin, war der tragische Höhepunkt dieser eskalierten Beziehung. Die Beziehung, die voller Geheimnisse und Vorwürfe war, endete in einem Akt der Gewalt, als sich emotionale Konflikte und zwischenmenschliche Spannungen in tödlicher Gewalt entluden. Diese traurigen Ereignisse haben den emotionalen Preis der Unterdrückung und Verleugnung der eigenen Identität in einem Umfeld der Intoleranz offengelegt. Amis Geschichte ist ein herzzerreißendes Zeugnis dafür, wie innere Spannungen und ungelöste Konflikte zu einer Tragödie führen können, wenn keine Wege zu Verständnis und Akzeptanz gefunden werden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Einer der erschreckendsten Vorfälle, die die Welt erschütterten, ereignete sich im Herbst 2020. Die Opfer waren der bekannte Fußballschiedsrichter Daniele De Santis und seine Verlobte Eleonora Manta. Das Verbrechen schockierte nicht nur durch seine Brutalität, sondern auch durch das völlige Fehlen eines erkennbaren Motivs. Als die Ermittler die Identität des Mörders aufdeckten, waren alle schockiert. Hinter dem engelsgleichen Äußeren verbarg sich ein Mensch, der zu unvorstellbarer Grausamkeit fähig war. Das Schlimmste war jedoch, dass der Täter nicht nur keine Reue zeigte, sondern sogar erklärte, er würde die Tat gerne wiederholen, da er schreckliche Freude daran habe, anderen Schmerz zuzufügen. Diese Geschichte blieb nicht nur wegen ihrer Sinnlosigkeit in Erinnerung, sondern auch wegen der kaltblütigen Berechnung, hinter der der Wunsch stand, erneut zu töten. Sie erinnert einmal mehr daran: Man darf einen Menschen niemals nur nach seinem Äußeren beurteilen. Daniele De Santis wurde 1987 in der italienischen Stadt Lecce geboren. Er war das älteste von 3 Kindern in einer harmonischen und wohlhabenden Familie. Da er mit 2 jüngeren Schwestern aufwuchs, war er es von Kindheit an gewohnt, seinen Angehörigen zu vertrauen. Sport spielte schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben und Fußball wurde zu seiner wahren Leidenschaft. Nach der Schule schrieb er sich an einer renommierten italienischen Universität für Jura ein und schloss sein Studium 2009 erfolgreich ab.
Parallel zu seinem Studium begann Daniele seine Karriere als Fußballschiedsrichter. 2017 debütierte er als 4. Offizieller im Spiel Pisa gegen Benevento und stieg im Laufe der Zeit in die Serie B und Serie C auf, wo er mehr als 130 Spiele leitete. Man erinnerte sich an ihn als charismatischen, sportlichen und selbstbewussten Menschen. Seine Karriere brachte ihm gutes Geld ein und vor ihm lagen noch viele Perspektiven. Doch neben der Arbeit hatte Daniele auch ein Privatleben. Er war mit der bezaubernden Eleonora zusammen, die 3 Jahre jünger war als er. Das Paar plante, in naher Zukunft zu heiraten. Eleonora Manta wurde 1990 in Mailand geboren und wuchs in einer bescheidenen Familie auf. Sie war das jüngste von 3 Kindern. Sie hatte 2 ältere Zwillingsbrüder. Als sie zur Schule ging, ließen sich ihre Eltern scheiden. Ihr Vater heiratete erneut und verschwand praktisch aus dem Leben der Kinder, sodass ihre Mutter sie alleine großzog. Seit ihrer Kindheit begeisterte sich Eleonora für Sport und Tanz. Und genau diese gemeinsamen Interessen brachten sie 2019 mit Daniele zusammen. Zwischen den beiden sprang sofort der Funke über und bald darauf begannen sie, sich zu treffen. Freunde und Verwandte beschrieben sie als das perfekte Paar. Harmonisch, liebevoll, ohne Streit und mit vollem Vertrauen zueinander. Eleonora träumte schon lange davon, Jura zu studieren. Und im Jahr 2020 gelang es ihr, in einen renommierten Studiengang für internationales Recht aufgenommen zu werden. Voller Tatendrang stürzte sie sich in das Studium. Im Sommer 2020 beschloss das Paar, zusammenzuziehen und wählte dafür Danieles geräumige Wohnung in einem modernen Wohnkomplex. Zuvor hatte er eines der Zimmer an einen Medizinstudenten vermietet, doch dieser war gerade ausgezogen. Der Umzug verlief reibungslos und bis September hatte Eleonora nach und nach ihre Sachen herübergebracht. Es schien, als würde sich das Leben des Paares einpendeln. Der ehemalige Untermieter war ausgezogen, Eleonora richtete sich an ihrem neuen Wohnort ein. Sie bereiteten sich mit voller Kraft auf die Hochzeit vor. Am 23. September sollte Daniele das Spiel des italienischen Pokals zwischen Monopoli und Modena leiten, doch die Tragödie lauerte bereits auf sie. Am Abend des 21. September feierte das Paar Eleonoras Einzug mit einem ruhigen, romantischen Abendessen in Danieles Wohnung. Gegen 21:45 Uhr wurde der ruhige Abend plötzlich jäh unterbrochen. In der Stille waren ein markerschütternder Hilferuf und Kampfgeräusche zu hören. Die Nachbarn, alarmiert durch den Lärm, hörten diese schrecklichen Geräusche fast 10 Minuten lang. In dieser Zeit gingen mehr als 1 Dutzend Anrufe bei der Notrufnummer ein. Viele sagten, es klinge, als würde jemand ermordet. Sie ahnten nicht einmal, wie schrecklich die Wahrheit sein würde. Kurz nach 22 Uhr wurde ein Junge, der gegenüber dem Haus mit seinem Hund spazieren ging, zufälliger Zeuge dieses Albtraums. Er hörte die Schreie, begriff aber nicht sofort, was vor sich ging, bis ein junger Mann aus dem Hauseingang rannte. Der Mann erstarrte für einen Moment und ging dann auf das Kind zu. Der Junge erinnerte sich später an seinen eiskalten, leeren Blick und das Messer in seiner Hand. Vor Angst konnte er sich nicht rühren, da er nicht wusste, was als nächstes passieren würde. Glücklicherweise tauchten Passanten auf und der Unbekannte ergriff die Flucht. Obwohl er versuchte, sein Gesicht zu verbergen, gelang es einigen Menschen, ihn zu erkennen, bevor er in der Dunkelheit verschwand. Nach wenigen Minuten trafen Polizei und Rettungsdienst am Tatort ein, doch es war bereits unmöglich, Daniele und Eleonora zu retten. Daniele lag auf dem Rücken im Treppenhaus in einer Blutlache, ohne Lebenszeichen. Die Wohnungstür stand weit offen, und im Flur fand man Eleonoras Leiche. Mit dem Gesicht nach unten liegend waren ihre Kleidung und ihre Haare blutgetränkt. Beide waren bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verstorben. Später stellten die Gerichtsmediziner fest, dass die Todesursache multiple Stichwunden und Blutverlust waren. An Danieles Leiche wurden 38 Messerstiche gezählt, an Eleonoras 37. Diese brutale Grausamkeit ließ die Ermittler darüber nachdenken, wer das verliebte Paar so niedergemetzelt haben könnte und warum. Daniele war eine bekannte Persönlichkeit und viele wussten, dass er gut verdiente. Könnte jemand auf der Suche nach Wertsachen in die Wohnung eingebrochen sein und dabei auf die Bewohner gestoßen sein? Allerdings fehlte nichts. Das Geld lag offen herum. Die Schmuckstücke, darunter ein Diamantring, den Daniele Eleonora zur Verlobung geschenkt hatte, blieben bei ihr.
Ein derart wütender Messerangriff deutete auf persönlichen Hass hin. Vielleicht war es die Rache eines abgewiesenen Verehrers oder von jemandem aus der Vergangenheit. Doch alle, die das Paar kannten, versicherten, dass sie sich innig liebten. Untreue war ausgeschlossen. Am Tatort wurden einige unheimliche Gegenstände gefunden, die offensichtlich nicht den Opfern gehörten. Kabelbinder, Flaschen mit Bleichmittel, ein blutbefleckter Strumpf. Später ergab die Untersuchung, dass sich in dem Strumpf Danieles Blut und die DNA eines unbekannten Mannes befanden. Anscheinend hatte der Mörder ihn als Maske benutzt, sie aber während des Kampfes mit Daniele verloren. Das Unheimlichste war jedoch, dass auf dem Strumpf mit einem schwarzen Filzstift ein trauriges Smiley-Gesicht gemalt war. Zeugen halfen dabei, ein Phantombild des Täters zu erstellen. Die wichtigsten Aussagen machte jener Junge mit dem Hund, der dem Mörder direkt begegnet war. Das wichtigste Detail kam jedoch von anderen Nachbarn. Sie hatten gehört, wie Eleonora verzweifelt jemanden angefleht hatte, aufzuhören und mehrmals einen Namen gerufen hatte, der wie Andrea klang. Das war der erste ernstzunehmende Hinweis. Die Ermittler begannen, alle Personen zu überprüfen, die Andrea hießen und in irgendeiner Weise mit dem Paar in Verbindung standen. Andrea war ein Bekannter von Eleonora noch aus Schulzeiten. Obwohl sie in verschiedenen Städten lebten und fast keinen Kontakt hatten, folgten sie einander in den sozialen Netzwerken. Es kam die Vermutung auf, hatte er sie all die Jahre heimlich geliebt? Und als er von der Verlobung erfuhr, hatte er beschlossen, wenn du nicht mir gehörst, dann niemandem. Doch schnell stellte sich heraus, dass Andrea in der Nacht des Mordes in Rom war. Das bestätigten Kollegen und Überwachungskameras. Andrea Martinelli war ein langjähriger Freund von Daniele. Vielleicht hatte er sich in Eleonora verliebt und hegte Groll gegen den Verlobten. Ein paar Stunden vor dem Mord hatten sie sogar miteinander telefoniert. Doch auch hier stellte sich heraus, dass er unschuldig war. Am verhängnisvollen Abend war der Mann bei Freunden, was leicht überprüft werden konnte. Andrea Rodeo war lediglich ein Bekannter des Paares. Er sah dem Phantombild sehr ähnlich, sodass er sofort festgenommen wurde. Doch die Zeugen identifizierten ihn nicht. Außerdem hatte auch er ein Alibi. Alle Verdächtigen wurden ausgeschlossen und es gab keine neuen Anhaltspunkte. Vielleicht rief Eleonora nicht Andrea, sondern einen anderen Namen. Es schien, als hätten die Ermittler ihre Zeit verschwendet, doch dann fanden sie etwas Wichtiges. Bei einer erneuten Durchsuchung wurde unter dem Schuhschrank ein gefaltetes Blatt Papier gefunden. Es sah so aus, als hätte der Täter es fallen lassen. Es war eine detaillierte Anleitung für den Mord. Ein detaillierter Plan, wie man in die Wohnung gelangt, das Paar mit Kabelbindern fesselt, genau jenen, die am Tatort gefunden wurden. Darin stand sogar, was als nächstes zu tun sei. Der Verfasser der Notiz hatte die Wohnung ausgekundschaftet, an der Tür gelauscht, durch die Fenster geschaut, um sich zu vergewissern, dass das Paar allein war. Er hatte sich einen Strumpf über das Gesicht gezogen, sich nach dem Mord umgezogen und die Spuren mit Bleichmittel verwischt. Aber das Schrecklichste war, dass unten eine Karte der Gegend gezeichnet war. Alle Überwachungskameras auf den Straßen und die Fluchtwege waren markiert, um sie zu umgehen. Wenn der Mörder alles so genau durchdacht hatte, warum hatte er seinen Plan dann nicht bis zum Ende umgesetzt? Offenbar haben sich Daniele und Eleonora verzweifelt gewehrt. Ihre Schreie wurden von den Nachbarn gehört. Der Mörder bekam Angst und floh, ohne sein Vorhaben zu Ende zu bringen. Das Phantombild des Mörders wurde mehrere Tage lang im Fernsehen und in den Zeitungen gezeigt, jedoch ohne Erfolg, bis am 26. September ein junger Mann zur Polizei kam und sagte, dass es sich um seinen Kommilitonen Antonio De Marco handele. Ein 21-jähriger Medizinstudent. Nach dem Mord war er verschwunden, ging nicht mehr zur Vorlesung und meldete sich nicht mehr. Früher hatte er ein Zimmer in Danieles Wohnung gemietet, war aber einige Monate vor der Tragödie ausgezogen. Antonio De Marco wurde als ruhiger und unauffälliger junger Mann beschrieben, der Konflikte mied und sich ganz auf sein Studium konzentrierte. Viele im Haus erinnerten sich gar nicht daran, dass Daniele ihm einst ein Zimmer vermietet hatte. Diejenigen, die Antonio kannten, äußerten sich positiv über ihn. Fleißig, höflich, ordentlich. Er unterhielt sich mit niemandem besonders, ging nicht auf Partys, hatte keine Liebesbeziehungen. Ein typischer Streber, der nichts anderes tat, als zu lernen.
Doch als die Ermittler die Handschrift auf der unheimlichen Notiz mit Proben von der Universität verglichen, bestätigte die Untersuchung, dass es seine Handschrift war. Am 28. September 2020, eine Woche nach dem Mord, wurde Antonio in der Nähe eines Comicladens festgenommen. Er war gerade dabei, ein Magazin zu kaufen. Als die Polizisten auf ihn zukamen, war er nicht überrascht, leistete keinen Widerstand und versuchte nicht einmal zu fliehen. Stattdessen grinste er schief und fragte: »Wie lange habt ihr mich gesucht?« Antonio bestritt seine Schuld nicht. Er erzählte kalt und emotionslos von jener Nacht, als würde er Gefallen an den Erinnerungen finden. Er gab zu, dass er den Jungen mit dem Hund gesehen und sogar daran gedacht hatte, ihn zu töten, aber Angst gehabt hatte, dass noch jemand auftauchen könnte. Er sprach klar und detailliert, als würde er über ein gewöhnliches Studienprojekt berichten. Auf den ersten Blick ein bescheidener Medizinstudent, ein zukünftiger Star der Wissenschaft, in Wirklichkeit jedoch ein berechnender Mörder, der weder Schuld noch Angst empfand. Die Ermittler begannen, in Antonios Vergangenheit zu graben. Seine Mutter, die ihn alleine großgezogen hatte, war schockiert über die Anschuldigungen. Sie erzählte, dass ihr Sohn nie so gewesen sei. Als Kind konnte er keine Freundschaften schließen, mied Menschen und liebte die Einsamkeit. Als Teenager zog er sich noch stärker zurück, saß in seinem Zimmer, malte oder bastelte etwas, wurde aber wütend, wenn man ihn ablenkte. Er wurde einem Psychiater vorgestellt, der bei ihm eine psychische Störung und erhebliche Schwierigkeiten in der sozialen Anpassung feststellte. Trotzdem war Antonio ein hervorragender Schüler, besonders in den Naturwissenschaften, was ihm half, an der medizinischen Universität angenommen zu werden. Er hatte Probleme: Panikattacken, die Flucht in eine Fantasiewelt, Comics und Science Fiction. Außerdem verweigerte er seine Medikamente. Mal vergaß er sie einzunehmen, mal schluckte er sie handvollweise, was seinen Zustand nur verschlimmerte. Der Psychiater riet Antonio, ein Tagebuch zu führen, um seine Emotionen loszuwerden. Seine Mutter übergab das Notizbuch mit den Einträgen den Ermittlern. Zunächst stand dort das Übliche: Träume von einem normalen Leben, der Wunsch, Freunde und eine Freundin zu finden, sowie die Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten. Doch alles änderte sich, als er ein Zimmer bei Daniele mietete. Anfangs bewunderte Antonio Daniele und sah in ihm einen Freund. Doch als Eleonora in das Leben des jungen Mannes trat und er anschließend gebeten wurde, auszuziehen, empfand Antonio dies als Verrat. Er ließ sich nichts anmerken, schrieb aber in sein Tagebuch: »Sie sind alle gegen mich. Sie verstehen nicht, wen sie zurückgewiesen haben. Ich werde es ihnen zeigen.« Und das tat er auch. Daniele gab Antonio genügend Zeit, um auszuziehen, doch je länger dieser blieb, desto stärker brodelte in ihm die Wut auf das Paar. Sein Tagebuch wurde düsterer. Er begann detailliert zu beschreiben, wie er Daniele und Eleonora verstümmeln könnte. Er schrieb über Folterungen, die er ihnen antun wollte. Später vor Gericht schwor er, dass dies nur ein Ventil gewesen sei. So habe er sich von tatsächlichen Taten zurückgehalten. Doch in Wirklichkeit verwandelten sich seine Fantasien in einen konkreten Plan. Nach dem Umzug wurden Antonios Aufzeichnungen noch detaillierter. Er beschrieb Schritt für Schritt, wie er sich in die Wohnung schleichen, die Opfer fesseln und sie leiden lassen würde. Er hatte heimlich vor seinem Auszug einen Schlüssel zur Wohnung kopiert und ihn behalten. In seinem Tagebuch kam ein wilder Hass auf das Paar zum Ausdruck, obwohl es dafür keinen offensichtlichen Grund gab. Antonio wollte einfach nur, dass sie litten. Antonio bereitete sich gründlich vor, klebte seine Finger mit Klebstoff zu und zog darüber Handschuhe an. Keine Fingerabdrücke. Er zog normale Kleidung an, um nicht aufzufallen. Er nahm einen Rucksack mit Ersatzkleidung, Bleichmittel und Kabelbindern mit. Er erkundete die Gegend, markierte alle Kameras und überlegte sich Fluchtwege. Antonio saß unter den Fenstern, lauschte und vergewisserte sich, dass nur das Paar in der Wohnung war. Er öffnete leise die Tür mit seinem Schlüssel. Daniele und Eleonora aßen gerade zu Abend und bemerkten ihn nicht sofort. Daniele sprang auf und fragte: »Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen?« Als Antwort stach Antonio ihm schweigend mehrmals mit dem Messer in Brust und Bauch. Eleonora schrie auf und eilte ihrem Verlobten zu Hilfe. Antonio stach ihr in die Schulter, doch Daniele, der blutüberströmt war, riss ihm die Strumpfmaske vom Gesicht und erkannte den ehemaligen Untermieter.
Daniele kroch zur Tür, doch Antonio tötete ihn im Treppenhaus. Dann kehrte er zu Eleonora zurück. Sie versuchte wegzukriechen, doch er versetzte ihr Dutzende Schläge in Rücken, Nacken und Kopf. Antonio wollte die Wohnung mit Chlorbleiche reinigen, fürchtete jedoch, dass die Nachbarn bereits die Polizei gerufen hatten. Er zog sich um, warf die Fesseln weg, floh, verlor dabei jedoch den Zettel mit dem Plan. Dieser wurde von den Ermittlern gefunden. Die DNA auf dem Strumpf stimmte mit Antonios Proben überein. Er bestritt seine Schuld nicht und bedauerte sogar, dass der Lärm ihn daran gehindert hatte, die Opfer zu foltern, wie er es geplant hatte. Das traurige Smiley auf dem Strumpf war seine Signatur. Er wollte es mit Blut an die Wand malen, als eine Art Signatur, die er auch bei künftigen Verbrechen verwenden wollte. Er gab offen zu, dass ihm das Töten Freude bereitet habe und er es wieder tun würde. Am 7. Juni 2021 wurde Antonio De Marco wegen Doppelmordes mit besonderer Grausamkeit schuldig gesprochen. Das Gericht stufte ihn zudem als hochgefährlich ein und sah bei ihm das Risiko weiterer schwerer Gewalttaten. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung verurteilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am frühen Abend des Dienstags des 12. Juni 2012 öffnete eine 25-jährige Frau namens Noemi Belange die Tür ihres Hotelzimmers auf der Insel Phi Phi, einem beliebten Reiseziel in Thailand. Sobald sich das Schloss öffnete, stieß Noemi die Tür auf und hielt sie für ihre jüngere Schwester, die 20-jährige Audrey, offen, die ihre Koffer hinter sich herrollte. Noemi und Audrey waren Studentinnen am CWBK in Kanada. Sie hatten sich einen großen einmonatigen Urlaub gegönnt, um das Ende des Studienjahres zu feiern. Die letzten 3 Wochen hatten die Schwestern in Vietnam verbracht und waren am 12. Juni in Thailand angekommen. Sie wollten dort noch ein wenig verweilen, bevor sie zurück nach Quebec reisten. In diesem Moment fühlte sich Noemi völlig erschöpft. Sie hatten einen langen Weg hinter sich, um hierher zu gelangen. Außerdem waren sie in den letzten 3 Wochen ständig unterwegs gewesen. Und jetzt wollte sie nur noch ins Bett fallen und ein wenig liegen, ohne an irgendetwas zu denken. Zu diesem Zeitpunkt war Noemi bereits eine recht erfahrene Reisende und wusste genau, dass man, bevor man sich ins Bett legt, sicherstellen muss, dass die Bettwäsche sauber ist und keine Bettwanzen oder Ähnliches enthält. Sie ging zum Bett, schlug die Laken zurück und überprüfte sie. Sie waren in einwandfreiem Zustand. Das Zimmer war sehr gemütlich. Noemi streckte sich auf dem Bett aus und genoss einfach die kühle Luft der Klimaanlage. Auch ihre jüngere Schwester Audrey war von den ständigen Ortswechseln der letzten Wochen müde, doch anstatt sich hinzulegen, ging sie ins Badezimmer, um sich nach dem schwülen Tag zu erfrischen. Während ihres Aufenthalts in Vietnam hatten die jungen Frauen 2 sehr nette junge Männer aus Brasilien kennengelernt und schnell einen guten Draht zu ihnen gefunden. An jenem Tag, als sie nach Thailand flogen, erfuhren sie, dass ihre neuen Bekannten ebenfalls dorthin weiterreisen wollten. Alle freuten sich sehr, dass sie sich nicht für immer verabschieden mussten und noch eine Weile gemeinsam in Thailand verbringen konnten. An diesem Abend planten die Schwestern, sich mit den jungen Männern am Strand zu treffen, dort eine Party zu feiern und ein wenig Spaß zu haben. Noemi freute sich schon sehr auf den Abend. Allerdings quälten sie gewisse Bedenken. Die jungen Männer waren sehr nett. Sie hatten bereits Zeit mit ihnen in Vietnam verbracht und alles lief wirklich wunderbar. Aber Noemi machte sich Sorgen um ihre Schwester. Sie hatte das Gefühl, dass Audrey ein wenig naiv war und sich leichter täuschen ließ. Als die Schwestern zu ihrer Reise aufbrachen, waren ihre Eltern sehr besorgt. Sie hatten Angst, dass die beiden ganz allein um die ganze Welt reisen würden. Noemi hatte als ältere Schwester versprochen, auf die jüngere aufzupassen. Und Audrey spielte die Rolle des braven Mädchens und versprach Vater und Mutter feierlich, dass sie in allem auf Noemi hören würde. Nun hatte Noemi das Gefühl, dass sie die volle Verantwortung für die Sicherheit ihrer Schwester trug und war ein wenig besorgt darüber, was sie nachts mit den beiden jungen Männern machen würden. Ihr kam es so vor, als würde sich alles viel zu schnell entwickeln. Sie hatten sich bereits zu 4 in Vietnam getroffen und nun waren die jungen Männer hier in Thailand. Und wer weiß, wie diese Party enden würde.
Während Audrey duschte, beschloss Noemi, ihre Eltern anzurufen, denn sie hatten in den letzten Wochen jeden Tag miteinander telefoniert. Das war ein abendliches Ritual, das Mama und Papa beruhigen und ihre Befürchtungen zerstreuen sollte. Noemi wollte, dass ihre Eltern sahen, dass sie alles tat, um für ihre eigene Sicherheit und die ihrer Schwester zu sorgen. Doch kaum hatte sie das Telefon in die Hand genommen, kam Audrey plötzlich aus dem Badezimmer und hielt sie auf. Audrey sagte, dass es zu Hause in Kanada gerade tiefste Nacht sei und ein Anruf zu dieser Zeit die Eltern wecken und sie unnötig nervös und besorgt machen würde. Ihre Schwester überzeugte Noemi davon, dass Mama und Papa nicht wissen müssten, dass ihre Töchter sich am Abend mit kaum bekannten jungen Männern treffen wollten. Es sei besser, ihnen das morgen zu erzählen. Kurz gesagt, sie kamen zu dem Schluss, dass es wirklich kein guter Zeitpunkt für einen Anruf war. Noemi stand vom Bett auf und ging ebenfalls unter die Dusche. Danach begannen sie, sich für das nächtliche Date fertig zu machen. Wenig später verließen Noemi und Audrey das Zimmer und machten sich auf den Weg zum Strand. Direkt am Eingang der Bar standen 2 Brasilianer, mit denen die Schwestern sich zuvor verabredet hatten. Als sie näher kamen, sahen sie, dass die jungen Männer kleine Plastikeimer in den Händen hielten, wie sie normalerweise von Kleinkindern im Sandkasten benutzt werden. Die Schwestern tauschten einen Blick aus und dachten, das sei irgendein Scherz. Doch als sie näher kamen, stellten sie fest, dass die Eimer, die die jungen Männer in den Händen hielten, bis zum Rand mit Eis und einer Flüssigkeit gefüllt waren. Natürlich kam das Gespräch sofort auf die Getränke in den ungewöhnlichen Behältern. Die Männer erklärten, dass es sich um fantastische Cocktails handele, die es nur in dieser Gegend gebe. Genau erklären, welche Zutaten in den Getränken enthalten waren, konnten sie zwar nicht, aber die jungen Leute versicherten den Freundinnen, dass es unglaublich lecker sei. Noemi war als ältere Schwester vorsichtiger und verantwortungsbewusster und lehnte es daher ab, den unbekannten Cocktail zu probieren. Audrey hingegen nahm, ohne zu zögern, den Eimer aus der Hand des Mannes und begann gierig zu trinken. Nach ein paar Schlucken gab die junge Frau den Behälter dem Mann zurück und sagte ihrer Schwester, dass der Cocktail wirklich fantastisch schmecke. Noemi war sich immer noch unsicher, ob sie das unbekannte Getränk probieren sollte. Sie sah sich am Strand um und stellte fest, dass fast alle um sie herum dieselben Plastikeimer hatten. Außerdem hatten sie und Audrey bereits in Vietnam mit diesen Männern Zeit verbracht und es war nichts Schlimmes passiert. Da alle diesen Cocktail aus solchen Bechern tranken, war das hier wohl ganz normal. Noemi streckte die Hand aus und nahm einem der jungen Männer den Becher ab und nahm einen großen Schluck von dem köstlichen Getränk. Die Sonne war bereits hinter dem Horizont versunken. Einige Stunden waren vergangen. Die Schwestern verbrachten eine tolle Zeit mit ihren brasilianischen Freunden. Sie hingen immer noch an der Strandbar herum, tanzten und amüsierten sich in der Menge von Fremden. Bis dahin hatten sie es geschafft, im Meer zu baden, jede Menge lokale Köstlichkeiten zu probieren und mehrere Eimer Cocktails zu trinken. Sie hatten sogar den Überblick verloren, wie viel sie schon getrunken hatten, denn der Geschmack des Getränks war wirklich umwerfend. Die beiden Touristinnen feierten ausgelassen bis tief in die Nacht. Noemi wurden bereits die Beine schwer und die Gegenstände um sie herum verschwammen seltsamerweise vor ihren Augen. Sie stolperte und sah zu Audrey hinüber, die sich in etwa im gleichen Zustand befand wie die beiden jungen Männer, die bei ihnen waren. Sie waren alle beschwipst und hatten eine tolle Zeit. Gegen Mitternacht schlug Noemis Begleiter vor, auf das Zimmer zu gehen. Sie suchte mit den Augen nach ihrer Schwester und fragte sie nach ihren weiteren Plänen. Audrey feierte ausgelassen mit ihrem Brasilianer und weigerte sich kategorisch, ins Hotel zurückzukehren und tanzte weiter. Normalerweise trennten sich die Schwestern nur sehr selten, besonders wenn sie tranken oder feierten, da es unvermeidliche Risiken barg, nachts allein und betrunken an einem unbekannten Ort zu bleiben. Und Noemi fühlte sich etwas unwohl dabei, ihre Schwester am Strand zurückzulassen. Andererseits schienen die jungen Leute, mit denen sie ihren Urlaub verbrachten, durchaus vertrauenswürdig zu sein. Und sie wollte ihre jüngere Schwester nicht mit auf das Zimmer zwingen und ihr damit den Spaß verderben. Schließlich drehte sich Noemi um und ging mit ihrem Begleiter ins Hotel, während Audrey vor der Strandbar weitertanzte. 3 Tage später, am Freitagabend, dem 15. Juni, ging ein Zimmermädchen des Hotels, in dem Noemi und Audrey wohnten, zu ihrem Zimmer und klopfte an. Am Donnerstag war die Hotelangestellte bereits gekommen, um das Zimmer zu reinigen.
aber auf das Klopfen hatte niemand reagiert. Die Hotelangestellte nahm an, dass die Frauen sich ausruhen wollten und ging wieder. Doch auch am nächsten Tag gab es keine Reaktion auf das Klopfen. In den letzten Tagen hatte niemand vom Hotelpersonal gesehen, dass jemand dieses Zimmer betreten oder verlassen hatte. Das Zimmermädchen musste das Zimmer reinigen und die Handtücher wechseln. Als niemand auf das Klopfen reagierte, holte sie daher einen Universalschlüssel hervor und öffnete die Tür. Wenige Sekunden später stürmte die Frau schreiend um Hilfe aus dem Zimmer. Um 21 Uhr traf eine Gruppe von Polizeibeamten im Hotelzimmer ein. Die Polizisten waren bereits über den Vorfall informiert worden. Als sie das Zimmer betraten und die Situation mit eigenen Augen sahen, waren sie daher nicht schockiert. In dem Hotelzimmer wurden die beiden jungen Frauen Noemi und Audrey Belonge gefunden. Sie lagen völlig regungslos in ihren Betten, mit Laken bedeckt, und um ihre Köpfe herum war alles mit Erbrochenem übersät. Nach vorläufigen Schätzungen waren die Schwestern zum Zeitpunkt der Entdeckung der Leichen bereits seit 12 bis 20 Stunden tot. Die erste Vermutung hinsichtlich der Todesursache der jungen Frauen war eine Alkoholvergiftung. Sie waren offensichtlich Touristinnen und hatten sicherlich eine Strandparty besucht, auf der sie es mit dem Alkohol übertrieben haben könnten. Als die Beamten sich die Leichen jedoch genauer ansahen, fielen ihnen einige verwirrende Details auf. Auf der Haut beider Frauen waren Verletzungen zu sehen. Das Zahnfleisch blutete und die Fingernägel und Zehennägel waren blau, unter ihnen Blut zu sehen war. Dies passte nicht zu einer Alkoholvergiftung, sondern könnte das Ergebnis von Selbstverteidigung gewesen sein. Möglicherweise waren die Schwestern direkt im Hotel angegriffen worden und hatten sich gewehrt. Doch nach einer flüchtigen Untersuchung des Hotelzimmers fanden die Polizisten keine Spuren eines Kampfes oder eines Einbruchs oder Ähnlichem, sodass die Beamten völlig ratlos dastanden und nicht die geringste Ahnung hatten, was mit den beiden jungen Touristinnen geschehen sein könnte. Antworten könnten die Obduktion und ein vollständiger toxikologischer Bericht zu beiden Opfern liefern. Doch dafür war zusätzliche Zeit erforderlich. In der Zwischenzeit beschlossen die Ermittler, sich darauf zu konzentrieren, was die Belange-Schwestern in den Stunden vor ihrem Tod getan hatten, wo sie waren, was sie gegessen und getrunken hatten und wer in ihrer Nähe war. In den folgenden Tagen befragten die Polizisten das Hotelpersonal und erfuhren, dass Audrey und Noemi aus Kanada angereist waren. Am ersten Abend ihres Aufenthalts in Thailand gingen beide junge Frauen früh aus dem Hotel. Dann kehrte eine von ihnen gegen Mitternacht mit einem jungen Mann ins Zimmer zurück. Die zweite Frau kam erst um 4 Uhr morgens ins Hotel, ebenfalls in Begleitung eines unbekannten jungen Mannes. Beide jungen Männer verließen gemeinsam das Hotelzimmer gegen 6 Uhr morgens und gingen in unbekannte Richtung. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Hotel bestätigten die Aussagen der Mitarbeiter. Das bedeutete, dass die jungen Männer die letzten waren, die die Schwestern lebend gesehen hatten. Um die jungen Männer aufzufinden, veröffentlichte die Polizei eine Meldung über den Tod von Noemi und Audrey Belonge und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung der beiden Männer. Kurz nach dieser Meldung erfuhren die Behörden, dass es sich bei den Männern um Touristen aus Brasilien handelte. Leider hatten sie Thailand bereits verlassen und waren in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Ermittler mussten sich an Interpol, die internationale Polizeiorganisation, wenden, mit der Bitte, diese beiden Brasilianer aufzuspüren und zu befragen. Etwa eine Woche später meldete sich Interpol. Es war ihnen gelungen, die beiden Männer aufzuspüren. Als man ihnen vom Tod von Noemi und Audrey berichtete, waren die jungen Männer aufrichtig schockiert. Sie verließen Thailand so schnell, da ihre Rückflugtickets schon lange gebucht waren. Die Brasilianer erzählten, dass die Frauen noch am Leben waren, als sie gingen. Natürlich hatten sie alle am Vorabend ordentlich gefeiert, sodass die Schwestern definitiv einen schweren Kater hatten. Aber im Großen und Ganzen ging es ihnen gut. Dabei gaben die jungen Männer zu, dass sie nach dieser Party selbst 2 Tage lang im Bett lagen und starkes Erbrechen hatten. So blieben der thailändischen Polizei zwar weiterhin Zweifel hinsichtlich der beiden jungen Männer, doch nun tauchten auch andere Versionen auf. Möglicherweise handelte es sich nicht um eine Alkoholvergiftung, sondern um eine Lebensmittelvergiftung oder alle 4 erkrankten an einer ungewöhnlichen Krankheit. Die jungen Männer überlebten, ihre Begleiterinnen jedoch nicht. Touristen kamen nach Thailand, probierten das lokale Essen und manchmal ging es ihnen sehr schlecht.
Insbesondere gab es 2 Arten von Speisen, die dafür bekannt waren, bei Touristen schwerste Lebensmittelvergiftungen auszulösen. Eine davon war eine bestimmte Pilzsorte, die andere war Fugu-Fisch. Ein Organismus, der an solche Speisen nicht gewöhnt war, konnte ziemlich heftig reagieren, und in einigen Fällen endete dies tödlich, doch das kam äußerst selten vor. Nachdem die Ermittler jedoch die Obduktions- und toxikologischen Berichte erhalten hatten, verwarfen sie die Hypothese einer Lebensmittelvergiftung. Es stellte sich heraus, dass die Getränke, die die jungen Frauen und ihre Freunde aus kleinen Eimern tranken, einzigartig für Thailand waren. Diese Cocktails wurden nirgendwo sonst auf der Welt serviert. Und das alles, weil diese Getränke unsicher waren. Tatsächlich enthielten diese Eimer gar keinen Alkohol. Stattdessen bestanden sie aus einer Mischung aus Hustensaft und Coca-Cola. In einigen Fällen wurden Pestizide hinzugefügt, also chemische Substanzen, die zur Vernichtung oder Eindämmung der Entwicklung von Schadorganismen wie Insekten, Unkraut und Pilzen eingesetzt werden. Einer dieser Inhaltsstoffe ist beispielsweise in Mückenschutzmitteln enthalten. In toxikologischen Berichten wurde das Vorhandensein genau dieser Substanz im Körper erwähnt. Doch fast alle, die an jenem Abend am Strand gefeiert hatten, tranken genau dieses Getränk. Und niemand starb danach. Allem Anschein nach hatte derjenige, der den Cocktail zubereitet hatte, es mit einer extrem giftigen Chemikalie übertrieben. Die jungen Männer, deren Körper widerstandsfähiger waren, litten ein paar Tage lang und erholten sich wieder, während die jungen Frauen starben. 9 Tage nach dem Tod der beiden Schwestern wurden ihre Leichen aus Thailand zurück nach Kanada überführt, zusammen mit dem offiziellen Gutachten der thailändischen Polizei, wonach es sich um eine versehentliche Vergiftung handelte. Als die sterblichen Überreste von Noemi und Audrey jedoch in ihrer Heimat ankamen, wurden sie nicht sofort an die Familie übergeben. Zu diesem Zeitpunkt waren die Eltern von Trauer überwältigt, doch noch mehr quälte sie die Wut, denn sie hatten vom Tod ihrer Töchter aus den Nachrichten erfahren. Obwohl die thailändische Polizei die Identität der verstorbenen Touristinnen sofort feststellen konnte, kontaktierte sie deren Eltern erst nach Abschluss der Ermittlungen. Während die Mutter und der Vater die Telefone von Noemi und Audrey ständig anriefen, fanden die Polizisten keine Zeit, der Familie die tragische Nachricht zu überbringen. Vielleicht glaubten die Eltern deshalb nicht, dass ihre Töchter nach dem Genuss eines giftigen Cocktails gestorben waren, der in der Strandbar frei verkauft wurde. Für sie glich dies bestenfalls einem Mangel an Bereitschaft, die wahre Todesursache zu ermitteln und schlimmstenfalls einem Versuch, die Wahrheit zu verschleiern. Die Eltern waren der Ansicht, dass sie die Erklärung der thailändischen Behörden nicht für bare Münze nehmen konnten. Und allem Anschein nach sah die kanadische Regierung das genauso. Der Fall des Todes der beiden Schwestern wurde nicht gründlich genug untersucht. Sie wandten sich an die leitende Gerichtsmedizinerin Renée Roussel und beauftragten sie mit einer erneuten Obduktion der Leichen. Renée untersuchte die Leichen von Noemi und Audrey und fand tatsächlich eine toxische Substanz in ihren Körpern. Die Menge reichte jedoch eindeutig nicht aus, um den Tod herbeizuführen, und Renée fand keine weiteren giftigen Substanzen. Die Gerichtsmedizinerin begann, nach der Ursache zu suchen und stieß schließlich auf die Wahrheit, die nicht nur die Familie, sondern die ganze Welt erschütterte. Wie sich im Laufe weiterer Untersuchungen herausstellte, waren Noemi und Audrey bei weitem nicht die ersten Touristen, die auf ähnliche Weise in Thailand ums Leben gekommen waren. Im Zeitraum von 2009 bis 2015 wurden mindestens 20 Urlauber unter sehr ähnlichen Umständen tot aufgefunden. Renée vermutete, dass alle Opfer, einschließlich Noemi und Audrey, mit Sicherheit vergiftet worden waren, aber es handelte sich nicht um Essen oder Trinken. Sie wurden durch etwas anderes vergiftet, etwas, das die Blutgefäße schädigte und das Vorhandensein von Blut unter den Fingernägeln und am Zahnfleisch erklären konnte. Doch es wurde so schnell abgebaut, dass sich dieses Gift nach dem Tod nicht mehr nachweisen ließ, und Renée hatte recht. Als die Schwestern zum ersten Mal nach Thailand kamen und im Hotel eincheckten, zog Noemi als erstes das Laken zurück, um die Bettwäsche auf Bettwanzen zu überprüfen. Sie vergewisserte sich, dass das Bett sauber war, bevor sie sich hinlegte und entspannte. Es stellte sich heraus, dass die Mitarbeiter die Bettwäsche tatsächlich gegen Bettwanzen behandelt hatten. Doch in vielen Hotels weltweit bekämpfte man die Schädlinge mit der verbotenen Methode, die Bettwäsche mit Pestiziden zu besprühen, insbesondere mit einem Gas namens Phosphin, das für Parasiten extrem giftig, für Menschen jedoch nicht weniger giftig ist.
Das war illegal. Das Besprühen ist grundsätzlich verboten, aber offenbar hält das manche Hotels im Kampf um Sauberkeit nicht auf. Auf der Grundlage aller Beweise lässt sich also der Schluss ziehen, dass Noemi und Audrey sowie die beiden brasilianischen Männer nachts in ihr Hotelzimmer zurückkehrten und sich ins Bett legten. Alle 4 waren dem Phosphingas ausgesetzt, mit dem die Bettwäsche am Vortag behandelt worden war. Die jungen Leute atmeten die Dämpfe ein. Das Gas drang durch die Haut ein, aber sie hatten wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung davon. Die jungen Männer überlebten vermutlich, weil sie sich nur wenige Stunden in dem Zimmer aufhielten. In den folgenden Tagen fühlten sie sich aufgrund der Gasbelastung sehr unwohl, doch die Menge reichte nicht aus, um den Tod herbeizuführen. Die jungen Frauen hingegen, die unter einem Kater litten, blieben auf den Laken liegen. Sie verbrachten die ganze Nacht und den gesamten nächsten Tag in diesen Betten, und leider nahmen ihre Körper, während sie dort lagen, weiterhin das gesamte Gift auf. Ihre Organismen konnten damit einfach nicht fertig werden. Letztendlich führte dies zum Tod. Trotz der festgestellten Ursache und der Verletzung grundlegender Vorschriften hat bis heute niemand die Verantwortung für den Tod der Schwestern Belange übernommen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Argentinien, das zwischen den majestätischen Anden in Chile und den Weiten des Atlantischen Ozeans liegt, trägt mit Stolz den Titel des 8. größten Landes der Welt. Es verfügt über eine außergewöhnlich vielfältige und weitläufige Landschaft, die zu jeder Jahreszeit voller Leben ist. Hinter dieser malerischen Fassade verbirgt sich jedoch eine düsterere Realität. Die Schönheit der Naturwunder Argentiniens wird durch Abholzung und Umweltverschmutzung getrübt, die unter anderem durch die Ausweitung der Landwirtschaft und der Weideflächen für die Lebensmittelindustrie verursacht werden. Die Struktur der argentinischen Gesellschaft selbst ist ebenso bedroht wie die Umwelt, da die Korruption tief in der Wirtschaft dieses Landes verwurzelt ist. In Argentinien liegt die Kriminalitätsrate weit über dem weltweiten Durchschnitt und das Land steht weltweit an 9. Stelle, was die Zahl der Morde angeht. An einem lauen Abend im Juli 2024 lag eine bedrückende Stimmung über der Familie Guerra, denn ihre Tochter Catalina war verschwunden. Als der Mond hinter dem Horizont verschwand und die Sonne aufging, gab es immer noch keine Nachricht von ihr. Die Familie Guerra versuchte, die Hoffnung nicht aufzugeben, doch mit jeder Stunde verwandelte sich die Unruhe allmählich in Angst. Deshalb fassten sie gemeinsam einen Entschluss und gingen zur örtlichen Polizeistation, um das Verschwinden ihrer Tochter zu melden. Zu der Gruppe gehörten Catalinas engste Vertraute, darunter ihre Mutter Eleonora, ihr Vater Marcelo, ihre Schwester Lucia, ihr Freund Lázaro Ludueña und ihr Studienfreund Néstor. Sie berichteten, dass Catalina zuletzt am Vorabend gegen 21 Uhr gesehen worden war. Es wird berichtet, dass sie in guter Stimmung war und das Haus verlassen hatte, um sich mit Freunden zu treffen und im Einkaufszentrum Alma, einem beliebten Ort im Stadtzentrum, Bowling zu spielen. Bevor sie ging, schickte sie ihrem Freund Lázaro eine fröhliche Sprachnachricht, in der sie sagte, dass sie bald kommen würde und sich auf das Treffen mit ihm freue. Leider sollte es nicht dazu kommen, denn Catalina kam nie im Einkaufszentrum an. Tatsächlich war die Sprachnachricht, die sie ihm geschickt hatte, die letzte, die von ihr empfangen wurde. Die Stunden vergingen, die Nacht brach herein und ihre Angehörigen machten sich immer mehr Sorgen. Nicht nur Anrufe auf ihrem Handy blieben unbeantwortet, auch Nachrichten blieben ungelesen, was für Catalina, die immer erreichbar war, ungewöhnlich war. Genau in diesem Moment wandten sich ihre Freunde, die verwirrt und besorgt waren, an ihre Familie. Doch es stellte sich heraus, dass auch diese nichts mehr von ihr gehört hatten, seit sie das Haus verlassen hatte. Die Nacht zog sich hin, begleitet von Unruhe, rastlosen Wegen durch das Haus und stillen Gebeten. Bis zum Morgen hatte sich Catalina immer noch nicht gemeldet. Sie war nirgends zu sehen und es gab keine Nachricht, die ihre Abwesenheit erklärte. Gegen Mittag beschloss die Familie, zur Polizeiwache zu gehen. Kurz darauf schlossen sich Lázaro und Néstor der Familie an, und ihre Anwesenheit war ein deutlicher Beweis nicht nur für die Liebe, sondern auch für die Sorge, die Catalina bei den Menschen um sie herum auslöste. Leider kam die Nachricht von Catalinas Verschwinden zeitgleich mit mehreren anderen beunruhigenden Gerüchten.
Bewohner eines anderen Stadtteils riefen die Polizei an und meldeten eine unbekannte Person, die sich im Schatten versteckte. Bei Tagesanbruch bemerkten sie ein unbekanntes Auto am Straßenrand mit eingeschlagenen Fenstern. Die Anwesenden konnten nicht richtig erkennen, was sich im Inneren befand. Und sie wollten es auch gar nicht, denn das Auto war nicht nur beschädigt, sondern roch auch nach Rauch. Im Inneren erwartete sie eine schreckliche Überraschung. Catalina Guerra wurde 2003 als Tochter ihrer liebevollen Eltern Eleonora Villarroel und Marcelo Guerra geboren. Kurz nach ihrer Geburt zerbrach die vierköpfige Familie, zu der auch ihre ältere Schwester gehörte. Die Familie beschloss, sich am Rande von Córdoba niederzulassen, wo sie später ein warmes und gemütliches Zuhause aufbaute. Ihr Vater Marcelo war ein bekannter Architekt, was natürlich Kreativität und Ehrgeiz in ihr Zuhause brachte. Und ihre Mutter Eleonora widmete sich ganz der Erziehung ihrer beiden Töchter und sorgte dafür, dass sie ein sehr glückliches und harmonisches Leben führten. Catalina und Lucia waren unzertrennliche Schwestern. Sie waren dafür bekannt, dass sie nicht nur blutsverwandt, sondern auch seelenverwandt waren. Ihr Vater, der diese Verbundenheit aufrichtig und mit Stolz schätzte, sagte, dass seine Töchter eine göttliche Verbindung hätten und sich selten stritten. Auch Catalina stand ihrem Vater sehr nahe und teilte seine Leidenschaften. Vor allem waren das Musik und Reisen. Schon von klein auf brachte er ihr sogar das Gitarrenspiel bei. Und diese Fähigkeit bereitete ihr während ihrer gesamten Jugend große Freude. Inspiriert von der Leidenschaft ihres Vaters für seinen Beruf, träumte Catalina davon, in seine Fußstapfen zu treten. Deshalb verwirklichte sie diesen Traum nach dem Schulabschluss und schrieb sich an der Universität von Córdoba im Fachbereich Architektur ein. Catalina war nicht nur eine begabte Studentin. Sie strahlte so sehr, dass es laut ihren Freunden eine Freude war, in ihrer Nähe zu sein. Ihr freundliches, lebensfrohes und selbstbewusstes Wesen machte sie absolut anziehend, und ihre Schönheit und ihr Charme strahlten weit über ihren engsten Kreis hinaus. Sie war in den sozialen Medien sehr beliebt, unter anderem auf Instagram und TikTok. Catalina teilte zahlreiche Fotos aus ihrem Leben, darunter ihre stilvollen Outfits, ihre Abenteuer in Córdoba, Reisen mit Freunden und Familie sowie unvergessliche Momente, die sie mit ihrer Schwester Lucia und natürlich mit ihrem Hund verbrachte. Ihre Inhalte fanden bei vielen Menschen Anklang und mit 20 Jahren hatte sie mehr als 100.000 Follower auf Instagram und 35.000 Follower auf TikTok. Dank dieser Popularität im Internet fand sie auch Sponsoren unter lokalen Marken, die ihr nicht nur ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Geschäftswelt vermittelten, sondern auch finanzielle Unterstützung für ihr Studium. An der Universität knüpfte sie zudem viele neue Kontakte und erhielt neue Möglichkeiten, auch in der Liebe. Ungefähr zu dieser Zeit lernte sie einen Mann namens Lázaro kennen. Beide studierten Architektur und teilten einen tiefen christlichen Glauben. Catalina und Lázaro fanden schnell eine gemeinsame Sprache. Ihre Verbindung entwickelte sich auf natürliche Weise und bald wuchs ihre Beziehung zu einer großen Liebe heran. Bald waren sie ein offizielles Paar und allen um sie herum war klar, wie sehr sie ineinander verliebt waren. Ihre Liebe war offensichtlich und sie gingen sehr offen mit ihrer Beziehung um und teilten oft Fotos ihres gemeinsamen Lebens in den sozialen Netzwerken. Das Paar stand in ständigem Kontakt miteinander. In der Nacht, als die junge Frau verschwand, schickte sie ihm eine letzte Sprachnachricht. Sie war kurz, aber liebenswert und hinterließ bei ihm leider einen eiskalten Eindruck. Als bald klar wurde, dass Lázaro nicht nur ihr Partner war, sondern auch der Letzte, der mit ihr gesprochen hatte, wurde er zum Hauptverdächtigen. Sein Alibi war jedoch lückenlos, denn er war nicht nur mit Freunden im Einkaufszentrum, sondern dieses war zudem mit Überwachungskameras gespickt, sodass die Polizei ihn sehr schnell aus dem Verdacht entließ. Da Catalina volljährig war und seit ihrem Verschwinden erst 24 Stunden vergangen waren, wollte die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht eingreifen und so wurde ihr Fall in dieser Stadt, in der die Kriminalität dort hoch ist, ohne große Eile behandelt. Das gefiel ihrer Familie jedoch nicht, denn tief im Inneren wussten sie, dass sie ihre Angehörigen niemals im Ungewissen gelassen hätte. Deshalb beschlossen sie, eigene Ermittlungen anzustellen. Indem sie Catalinas Bewegungen in der Nacht ihres Verschwindens nachverfolgten, rekonstruierte die Familie die letzten Minuten vor ihrem Verschwinden. Nun wussten sie, dass sie mit einem silbernen Renault Clio von zu Hause weggefahren war und dann vorhatte, ihren Freund Néstor abzuholen.
bevor sie zum Einkaufszentrum fuhr. Als ihre Mutter jedoch Nestor anrief, um zu fragen, wie es ihm ginge, sagte er ihr, dass Catalina gar nicht gekommen sei. Als er aus dem Fenster schaute, sah er nichts Ungewöhnliches in seiner ruhigen Wohnstraße und beschloss, sich am Morgen bei Lazaro zu melden, da ihm klar wurde, dass etwas nicht stimmte. Zu diesem Zeitpunkt machte sich Lazaro bereits große Sorgen um seine Freundin, und die beiden begannen gemeinsam nach Catalina zu suchen. Doch leider fanden sie trotz all ihrer Bemühungen bis zum Mittag keine Spur von ihr. Sie schlossen sich ihrer Familie auf der Polizeiwache an, um Anzeige zu erstatten. Catalinas Schwester erzählte, dass sie sich aus Sicherheitsgründen immer telefonisch über ihren Aufenthaltsort informiert hätten. Als Lucy Catalinas iPhone überprüfte, stellte sie fest, dass es auf der Charles Street in einem Wohngebiet im Süden von Cordoba eingeschaltet war. Dies stimmte mit den Meldungen anderer Anwohner überein, die die Polizei angerufen hatten. Die Behörden teilten mit, dass in dieser Gegend in der vergangenen Nacht seltsame Personen gesehen worden seien und ein unbekanntes Auto aufgetaucht sei. Der Zusammenhang zwischen diesen Details schien zu offensichtlich, weshalb die Polizei beschloss, Ermittlungen aufzunehmen und herauszufinden, was mit diesem Auto nicht stimmte. Leider zerstörte das, was sie entdeckten, das Leben der Familie Guerra unwiderruflich. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, bemerkten sie einen silbernen Renault Clio, der am Straßenrand geparkt war. Auf dem Rücksitz des Autos wurden die teilweise verkohlten Überreste einer jungen Frau gefunden. Das Opfer war Catalina. Es stellte sich heraus, dass das Feuer hastig und ziemlich ungeschickt gelegt worden war, da der größte Teil ihres Körpers unversehrt geblieben war. Anschließend wurde der Ort für die Ermittlungen abgesperrt und Catalinas Leichnam wurden zur Obduktion gebracht. Die Ergebnisse der Obduktion brachten die schreckliche Wahrheit ans Licht. Das Feuer war nicht die Todesursache, sondern lediglich ein Versuch, alle Spuren zu vernichten. Tatsächlich starb sie durch Ersticken. An ihrem Körper befanden sich zahlreiche körperliche Verletzungen, die darauf hindeuteten, dass sie einem brutalen Angriff ausgesetzt war. Nach der Entdeckung von Catalinas Leiche wurde der Fall vom vermissten Fall in eine Mordermittlung umgestuft. In diesem Zusammenhang stellten sich zwei zentrale Fragen. Wer war für ihren Mord verantwortlich und warum? Von diesem Zeitpunkt an identifizierten die Behörden schnell mehrere Hauptverdächtige, darunter ihren Freund Lazaro. Überwachungskameras und Zeugen schlossen ihn jedoch recht schnell als Verdächtigen aus. Die Behörden richteten ihre Aufmerksamkeit auf die nächste Person, die sie gesehen haben sollte: Nestor. Und als die Ermittler erfuhren, dass er kein stichhaltiges Alibi hatte, beschlossen sie, tiefer zu graben. Es wurde erwartet, dass Catalina ihren Freund abholen würde, damit sie gemeinsam ins Einkaufszentrum gehen könnten. Er behauptet jedoch, dass die junge Frau nie bei ihm zu Hause angekommen sei. Das ist ziemlich interessant, um es milde auszudrücken, denn die Daten seines Mobiltelefons sprechen eine andere Sprache. Die Aufzeichnungen der Telefongespräche zeigten, dass er insgesamt 38 Minuten außerhalb seines Hauses oder in dessen Nähe verbracht hatte. Und als die Polizisten beschlossen, genauer hinzuschauen, stellten sie fest, dass Nestor mehrere Textnachrichten gelöscht hatte, was nicht gerade nach dem Verhalten eines Unschuldigen aussieht. Nestor Soto, Catalinas Freund, stammt aus der Region Bariloche in Argentinien, einem atemberaubenden Ort nahe der Grenze zu Chile. Nestor hatte einen wichtigen Schritt unternommen, um seinen Traum zu verwirklichen und Architektur zu studieren. Genau dieses Bestreben führte ihn schließlich in Catalinas Leben. Ihre sozialen Kreise kreuzten sich und schließlich wurden sie enge Freunde. Sie verstanden sich sehr gut, doch Catalina war bereits in einer festen Beziehung. Außerdem hatte sie nie romantisches Interesse an Nestor gezeigt. Ihre Beziehung war rein platonisch. Nestor war ein häufiger Gast in Catalinas Haus und verbrachte sogar viel Zeit mit ihrem Freund und ihrem Hund, sodass seine Grenzen klar abgesteckt waren. Er nahm an Familiengrillfesten teil, lernte mit Catalina und spielte mit dem Familienhund. Nach allen Anzeichen schien er also ein harmloser und zuvorkommender Freund zu sein. Catalinas Mutter bemerkte nichts Ungewöhnliches an ihm. In Wirklichkeit hegte Nestor jedoch tiefe Gefühle für sie, die weit über Freundschaft hinausgingen. Er war so besessen von Catalina, dass seine Bewunderung an Fantasie grenzte. Er ergriff jede Gelegenheit, Zeit mit ihr zu verbringen und kommunizierte oft mit ihr.
Er war ständig in ihrem Online-Leben präsent und kommentierte bei jeder Gelegenheit zahlreiche Beiträge. Obwohl er äußerlich ihre Beziehung zu Lazaro respektierte, war es offensichtlich, dass seine unterdrückten Gefühle irgendwo nahe der Oberfläche brodelten, was beunruhigend war. Doch sobald Nesta ins Blickfeld der Ermittler geriet, tauchten einige beunruhigende Geschichten aus seiner Vergangenheit auf. Zum Beispiel erzählte seine ehemalige Klassenkameradin Candela von einer unangenehmen Begegnung mit ihm im Ferienlager, wo er nach einer Party versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Sie musste ihn körperlich von sich stoßen und ihn anschreien, nachdem er ihre Ablehnung nicht akzeptiert hatte. Eine andere Frau, die seine Ex-Freundin war, berichtete ebenfalls, dass Nesta während ihrer Beziehung besitzergreifend und sehr kontrollierend gewesen sei. Diese beiden Enthüllungen zeichneten ein beängstigendes Bild von einem Mann, der, wenn er nicht bekam, was er wollte, zu massiver Gewalt greifen konnte. Wenn er sich gegenüber einer Klassenkameradin in einer ungezwungenen Situation schon so aggressiv verhalten konnte, was hätte er dann erst mit jemand anderem gemacht, wenn er nicht bekam, was er wollte? Catalina hatte nie irgendwelche Bedenken bezüglich Nesta geäußert. Er war einfach einer ihrer engsten Freunde, dem sie vertraute und den sie in ihr Leben gelassen hatte. Diese Informationen sowie die Daten von seinem Handy reichten schließlich aus, um einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken und Nesta zu verhaften. Während die Hausdurchsuchung stattfand, wurde er zum Tod von Catalina befragt. Im Laufe des Verhörs wurde völlig klar, dass er nicht lügen konnte. Seine Geschichte änderte sich ständig. Es war völlig offensichtlich, dass er nicht wusste, wie er mit dem Druck umgehen sollte. Und je mehr Fragen man ihm stellte, desto nervöser wurde er. Als er es schließlich nicht mehr aushielt, brach er in Tränen aus und murmelte, dass sie die Liebe seines Lebens gewesen sei. Darauf folgte ein schreckliches Geständnis. Ein Geständnis, das bei Catalinas Familie Abscheu gegenüber diesem Mann hervorrief, den sie einst als guten Freund angesehen hatten. Nesta befand sich in Gewahrsam und sagte aus, und es wurden zahlreiche Beweise gegen ihn gesammelt. Die Ermittler stellten eine ungefähre Chronologie der Ereignisse jener Nacht zusammen und kamen zu dem Schluss, dass Catalina das Haus der Familie gegen 21 Uhr verlassen und Nesta geschrieben hatte, dass sie bereits unterwegs sei. Nesta antwortete ihr zweimal und löschte anschließend den gesamten Chatverlauf, was ein Versuch war, seine Spuren zu verwischen. Als sie bei ihm zu Hause ankam, wartete Nesta bereits auf sie. Leider sind die genauen Details des Vorfalls bis heute unklar. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass er ihr, während das Auto vor seinem Haus stand, seine wahren romantischen Gefühle gestanden hat. Als Catalina ihn zurückwies, geriet er außer Kontrolle und die Situation eskalierte in Gewalt. Im Auto sitzend wurde sie von einem ihrer besten Freunde brutal angegriffen. Die vorliegenden Beweise deuten darauf hin, dass Nesta sie erwürgte und ihr anschließend mit einem stumpfen Gegenstand zahlreiche Verletzungen am ganzen Körper zufügte. Trotz der Brutalität der Tat wies Catalinas Leiche keine Spuren von Selbstverteidigung auf, was darauf hindeutet, dass Catalina möglicherweise keine Gelegenheit hatte, sich zu wehren. Leider legte er, nachdem er ihr das Leben genommen hatte, Catalinas Leiche auf den Rücksitz des Autos und fuhr davon. Gegen 22:10 Uhr zeichnete eine Verkehrskamera auf, wie ein silberner Renault Clio die Valparaiso Avenue entlangfuhr. Dies ist die Hauptstraße zwischen Nestas Haus und dem Ort, an dem später das Auto und die Überreste der jungen Frau gefunden wurden. Anschließend fuhr er zur Pedro-Acha-Straße, wo er das Auto parkte, und versuchte, es in Brand zu setzen, um alle Spuren zu vernichten. Er beging einen schweren Fehler, indem er Catalinas Handy im Auto zurückließ. Später wurde dieses Handy genutzt, um ihren Aufenthaltsort zu ermitteln. Das Auto wurde in einem ungepflegten Zustand zurückgelassen, sodass ihre Leiche höchstwahrscheinlich recht schnell gefunden worden wäre. Um unschuldig zu wirken, rief Nesta Catalinas Mutter nur wenige Minuten, nachdem er ihre Tochter in Brand gesetzt hatte, an. Insgesamt tätigte er 8 Anrufe, in denen er behauptete, Catalina nicht gesehen zu haben, und so tat, als würde er aus dem Fenster schauen, um nach ihr zu suchen. Am nächsten Morgen schloss er sich sogar zusammen mit ihrem Freund Lazaro der Suche an und begleitete die Familie anschließend zur Polizeiwache. Als Catalinas Leiche gefunden wurde, tröstete Nesta ihre Familie, umarmte Eleonora und teilte sogar ihre Trauer, obwohl er wusste, dass er in Wirklichkeit der Grund für die Tragödie war.
Dieses schrecklich berechnende Verhalten war ein kaltblütiger Versuch, den Verdacht von sich abzulenken und den Anschein zu wahren, er sei ein fürsorglicher Freund. Rückblickend lässt sich sagen, dass viele von Nestas Handlungen tatsächlich verdächtig wirkten. Zu jener Zeit reichten seine Täuschungsmanöver jedoch aus, um eine sofortige Entlarvung zu vermeiden. Das ganze Ausmaß seines Verrats wurde erst mit der Zeit offensichtlich. Im Laufe der Ermittlungen fanden die Polizisten ihren Ring, versteckt in seinem Schlafzimmer. Eine grausige Trophäe, die er nach dem Mord an seiner besten Freundin aufbewahrt hatte. Angesichts all dieser Beweise und Nestas anfänglichem Geständnis wurde er verhaftet und wegen Mordes unter erschwerenden Umständen angeklagt. Und obwohl sein anfängliches Geständnis als Beweismittel vorgelegt wurde, weigerte er sich, sobald das Gerichtsverfahren begann und er einen Anwalt erhielt, weitere Aussagen zu machen oder ein Geständnis abzulegen. Jetzt befindet sich Nesta weiterhin in Haft in Córdoba, wo er, wie zu erwarten war, häufig Drohungen von vielen anderen Häftlingen erhält. Angesichts seines jungen Alters und seiner schmächtigen Statur gilt er als ziemlich anfällig für Gewalt, Nötigung und andere Übergriffe im Gefängnisumfeld. Aus diesem Grund wird er von anderen Häftlingen ferngehalten. Nach einer weiteren Prüfung des Falls durch die Strafverfolgungsbehörden wurde der Anklage wegen Mordes unter erschwerenden Umständen, begangen durch Verrat, eine Anklage wegen geschlechtsspezifischer Gewalt hinzugefügt. Nesta droht nun eine lebenslange Haftstrafe, was für ihn offensichtlich eine schlechte Nachricht ist. Es wird erwartet, dass die digitale Forensik Aufschluss über die Art seiner Beziehung zu Catalina geben wird, was die Entscheidung der Geschworenen erheblich beeinflussen könnte. Die Beziehung ist hier von entscheidender Bedeutung, da sie helfen kann, Nestas Motive zu klären und sogar festzustellen, ob der Angriff vorsätzlich war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gilt dieser Fall als klar. Sofern keine neuen und unerwarteten Beweise auftauchen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass dieser Prozess verschoben wird. Allerdings ist auch Nestas psychischer Zustand ein Faktor, der berücksichtigt werden muss, was recht interessant ist, da er sich bisher geweigert hat, mit seinem Verteidigungsteam zusammenzuarbeiten. In dem Versuch, ihn zu verteidigen, erklärte seine Mutter, dass er sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Zustand starken Stresses befunden habe. Berichten zufolge habe Nesta über seinen Anwalt tiefe Reue zum Ausdruck gebracht und sich auch bei Catalinas Familie entschuldigt. Wie zu erwarten war, hat dieser Fall ganz Argentinien erschüttert. Catalina und Nesta waren jung, intelligent und vielversprechend. Und die Tatsache, dass beide Leben zerstört wurden, hat das ganze Land wirklich schockiert. Es ist eine Geschichte, die auf ernüchternde Weise an die verheerenden Folgen nicht nur ungezügelter Emotionen, sondern auch versteckter, zwanghafter Gedanken erinnert. Der Fall ist noch nicht aufgeklärt. Catalinas Familie kann den Verlust ihrer Tochter immer noch nicht verkraften und ihr Leichnam befindet sich weiterhin in gerichtsmedizinischer Verwahrung, da sie als Beweismittel im Prozess gegen Nesta verwendet werden könnte. Catalinas Vater, der vor Kummer gebrochen ist, teilte seinen Schmerz mit Reportern. Er sagte: „Es tut mir weh. Ich verstehe das nicht. Das Einzige, was ich will, ist Gerechtigkeit, dass er bis ans Ende seines Lebens im Gefängnis bleibt, denn er verdient es nicht, in dieser Gesellschaft zu leben." Während das Gerichtsverfahren läuft, trauern Catalinas Freunde, Familie und Kollegen, ohne zu wissen, wie alles enden wird. Zu Beginn des neuen Semesters ehrten ihre Klassenkameraden ihr Andenken, indem sie ein Schild mit der Aufschrift „Hier sitzt Catalina" an ihren leeren Platz hängten. Unterdessen zollten Online-Fans, die von Catalina berührt worden waren, ihr Respekt und nannten sie einen armen Engel. Sie alle fordern Gerechtigkeit im Prozess gegen Nesta und erinnern an sie und daran, wie sie ihre Gemeinschaft geprägt hat. Für ihre Familie ist dieser Verlust zutiefst persönlich und spürbar. Sie erinnern sich an Catalina als eine lebensfrohe, großzügige und liebevolle junge Frau, eine vorbildliche Schülerin mit vielversprechender Zukunft. Sie war der Inbegriff von Glück, Güte und Musik und ihre Abwesenheit hinterließ eine unersetzliche Lücke in ihrem Alltag. Man kann nur hoffen, dass in Zukunft Gerechtigkeit walten wird. Es ist ganz offensichtlich, dass dieser tragische Tod viele Menschen im ganzen Land bewegt hat. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.